Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Heute geht es wieder weiter mit unserer Pacific-Kampagne, allerdings nicht in Form eines Battle Reports bzw. Schlachtberichts, sondern heute möchte ich euch mal die Japaner im Detail vorstellen, besonders jetzt hier in unserer Kampagne. Die Erfahrungen, die ich bisher mit der Truppe gemacht habe, also die Vor- und Nachteile der Truppe, auf was es ankommt, wie man sie vielleicht spielen sollte, wie ich sie bisher gespielt habe und was allgemein so der Unterschied ist zu den US Marines bzw. zu anderen Armeefraktionen im Spiel. Legen wir los! So, zuerst zeige ich euch einmal die Armee-Sonderregel Tod vor Schande. Ich finde die sehr gut umgesetzt von Warlord, weil sie auch historisch das ganze Verhalten der Japaner ganz gut widerspiegelt. Diese Sonderregel sagt im Prinzip aus, dass die ganzen Einheiten die Sonderregel fanatisch haben. Das heißt, wenn wir jetzt mit dieser Einheit hier beispielsweise die US Marines jetzt angreifen würden, gehen jetzt hier in den Nahkampf. Das simulieren wir einfach mal. So, den Rest der Einheit, den lassen wir jetzt mal hier stehen. Dann, klar, dann spielt man halt den normalen Nahkampf, wie es jeder von euch vielleicht schon kennt. Nur ist es halt so, wenn jetzt zum Beispiel die US Marines in dem Nahkampf angenommen 2 Japaner ausgeschaltet haben und die Japaner selbst nur einen US-Marine ausgeschaltet haben, dann ist als Japaner das Spiel nicht vorbei. Normalerweise, wenn Fanatic jetzt nicht wirken würde, würde das bedeuten, die US-Marines haben gewonnen und würden praktisch die komplette japanische Einheit vernichten und dann wäre der Nahkampf vorbei. Durch die Fanatic-Regel bedeutet das aber, es geht weiter. Das heißt, die verwundeten bzw. toten Soldaten werden entfernt und der Nahkampf geht weiter. Und wenn man jetzt ganz große Einheiten hat, so wie ich sie hier schon gestellt habe, weil die Japaner wirklich sehr, sehr große Einheiten stellen können, ähnlich wie die russische Fraktion, dann kann das mitunter schon wirklich für den Gegner ziemlich ermüdend sein, beziehungsweise stark in Bedrängnis bringen, weil solche großen Einheiten, auch wenn sie jetzt hier in dem Fall zum Beispiel nur regulär wären und der Marine wäre jetzt ein Veteran, doch ziemlich ein Brett wäre. Wenn wir jetzt in der zweiten Runde sind und der Amerikaner schafft es nicht, genügend Japaner auszuschalten, meinetwegen er schafft es diesmal halt nur einen auszuschalten und die Japaner 2, dann ist das gelaufen. Dann durch die Fanatic-Regel gewinnt der Japaner halt, weil er jetzt beim zweiten Mal mehr Glück hatte, Marines auszuschalten. Die US-Marines müssten vom Tisch gehen. Und der zweite Punkt, der natürlich jetzt die Japaner hier in dem Fall auch unheimlich stark macht, weil sie halt auch mega offensiv ausgelegt sind, wäre jetzt halt, ich müsste jetzt ganz normal nach gewonnenen Nahkampf einen W6 und könnte mich dann die 4 Zoll jetzt in dem Fall neu formieren und könnte praktisch mich schon wieder neu positionieren zum Gegner hin und habe hier immer noch eine extrem schlagkräftige Gruppe. Und das habe ich halt auch in den letzten Spielen gemerkt, dass das ganz gut funktioniert. Und ich denke, dass das halt auch so die Kernaufgabe der Japaner ist, beziehungsweise der japanischen Infanterie, dass man die gar nicht irgendwo groß zurückhalten sollte, sondern wirklich straight von Anfang an mit denen vorwärts und versuchen, alles, was geht, halt irgendwo zu überrollen, solange es halt geht. So, kommen wir zur nächsten Sonderregel, die ich auch sehr stark finde. Das ist der sogenannte Banzai-Angriff, den wird vielleicht der eine oder andere kennen. Der Banzai-Angriff, den hat es damals auch so gegeben. Das war im Prinzip eine Attacke, eine Aktion der Japaner in ausweglosen Situationen oder einfach versuchen durch Masse auf den Feind
zu wirken, also praktisch den anzugreifen. Einfach indem man die Bajonette aufgepflanzt hat und die Schwerter gezogen hat und dann straight auf den Feind gerannt ist, in der Hoffnung, den damit zu überrollen und in dieser Aktion praktisch den Vorteil zu gewinnen. Hat sicherlich in der einen oder anderen Sache funktioniert, aber meistens hat es eher den gegenteiligen Effekt gehabt, dass die Einheit dann so gut wie ausgelöscht wurde. Ja, wie wird das jetzt hier bei uns in Bolt Action gespielt? Man hat jetzt zum Beispiel die Situation, dass dieser große Infanterietrupp hier bereits von den US Marines stark beschossen wurde in den letzten Runden. Und sie jetzt hier das Problem haben, dass sie gepinnt sind und das nicht zu knapp mit einer 5. Das heißt, ich müsste normalerweise, um irgendwie was Vernünftiges mit dieser Einheit zu machen, einen Rallye-Befehl machen. Das heißt, mich versuchen, so gut wie möglich zu entpinnen, um dann in der darauffolgenden Runde irgendeine vernünftige Aktion mit der Einheit zu fahren. Bei anderen Fraktionen wäre das sicherlich notwendig. Hier ist es mit der Sonderregel Banzai nicht unbedingt notwendig, sondern ich kann jetzt einfach sagen, da ich als Japaner sowieso immer versuchen muss, in den Nahkampf zu kommen, ich sage ein Banzai an. So, der Banzai sagt aus, ich greife jetzt hier den nächsten möglichen Gegner an und gehe jetzt hier in den Nahkampf. Oder es würde auch funktionieren, einfach mit einem Befehl rennen, also der nicht unbedingt in einem Nahkampf mündet, sondern einfach die Distanz zu einem der nächsten Gegner zurückzulegen. Es kann ja durchaus sein, die US-Marines, die stehen weiter dahinter. Ich würde jetzt von meiner Distanz mit einem Run-Befehl nicht zu dieser Einheit kommen, würde hier irgendwo stehen, hätte aber jetzt im Prinzip schon Distanz zurückgelegt, ohne vorher nochmal einen Rallye-Befehl zu machen, um dann die Hoffnung zu haben, in der nächsten Runde hier mit dieser Einheit anzugreifen. Das ist wirklich sehr praktisch und macht diese Japaner halt unheimlich schwierig dann. Also der Gegner muss eher versuchen, um die Japaner zu tänzeln, um nicht mit denen irgendwo mal im Nahkampf zu landen. Ne? Also es ist schon wirklich schwierig dann. Kommen wir jetzt hier zu der dritten Armee-Sonderregel der Japaner. Das wäre in diesem Fall zeigt eure Treue. Zeigt eure Treue wird praktisch gespielt mit einer ganz besonderen Einheit, und zwar den Kempetai, also einen Politoffizier. Die gab es halt damals im Kaiserreich und ist ähnlich zu sehen wie auf der deutschen Seite mit der Gestapo ungefähr, kann man das jetzt vergleichen. Also im Prinzip eine Einheit, der direkt der Obrigkeit unterstellt ist, die praktisch dafür sorgen sollte, dass im Kaiserreich auch bei jedem die Moral hochgehalten wird und jeder auch irgendwo den Kaiser in allen Belangen halt unterstützt. Ne? Also wurde praktisch auch mit dieser Einheit so ein bisschen die Bevölkerung kontrolliert, um halt jeden bei der Sache zu halten. Ne? Das war auch hier im Kaiserreich, also in so einer Fraktion halt besonders wichtig. Und gespielt wird das hier im Bolt Action so, man hat jetzt hier eine Einheit, das sind jetzt hier Milizen, die jetzt hier nur mit Bambussperren ausgerüstet sind und die jetzt hier die Sonderregel Grünschnabel haben. Grünschnabel kennt ihr sicherlich vom Bolt Action Regelwerk. Ist dann praktisch eine Einheit, die jetzt, wenn zum Beispiel jetzt hier die Amerikaner geschossen haben, oh, hier steht zum Beispiel ein Japaner mit dabei, das sollte nicht so sein, wenn die Amerikaner beispielsweise geschossen haben und haben hier einen ersten Verlust bei dieser Grünschnabel-Einheit bewirkt, dann ist es ja jetzt so, wir müssten jetzt hier würfeln. Und der Wurf sagt dann im Prinzip aus, ob diese Einheit jetzt einen Malus bekommt oder sich, glaube ich, sogar vom Schlachtfeld zurückzieht oder von der Einheit, die sie beschossen hat, glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder aber diese Einheit steigt auf. Also das sind ja unerfahrene Einheiten, hätten praktisch die Möglichkeit auf regulär aufzusteigen.
oder mit diesem Wurf passiert einfach nichts. Ne? Und dieser Kempeitai, der Politoffizier, hat die Möglichkeit, in einem Abstand von 6 Zoll zu dieser Einheit diesen Wurf zu wiederholen. Weil es kann ja durchaus sein, man würfelt jetzt hier großen Mist, die Einheit würde diesen Malus bekommen und wäre somit hier wieder nicht zu benutzen. Dann könnte ich sagen, aber hallo, hier ist mein Kempeitai, der verursacht jetzt nochmal einen Würfelwurf für diese Einheit. Und dann habe ich sicherlich die Möglichkeit oder halt eine größere Chance, dass dann doch noch was Gutes dabei rumkommt. Finde ich sehr praktisch, finde ich sehr gut gemacht und macht halt auch, wenn man den gut im Background hält, solche billigen Einheiten, also die Punktetechnik, nicht viel kosten, auch wieder stark. Ja, besonders wenn man jetzt vielleicht mehrere spielt und den halt immer so zwischen den Einheiten laufen lässt. Kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Also es klingt sehr gut. Selber gespielt haben wir das so jetzt noch nicht. Also ich hatte jetzt noch nicht die Möglichkeit, so eine günstige Einheit jetzt zu stellen, weil wir sind noch relativ am Anfang ja unserer Kampagne. Aber wie gesagt, ich stelle mir das vor, dass das eine pfiffige Sache ist. So, kommen wir zu der letzten Armee-Sonderregel der Japaner, und das ist die sogenannte Hinterhalt-Taktik. Die Hinterhalt-Taktik wird eigentlich, soweit ich es vom Regelwerk verstanden habe, nur dann eingesetzt oder kann eingesetzt werden, wenn das Szenario diese Aufstellungsmöglichkeit zulässt, und zwar Aufstellungsmöglichkeit versteckte Aufstellung. Wenn ich das machen kann ich im Prinzip diese Einheit halt ganz normal versteckt aufstellen, mit dem Zusatz, dass diese Einheit in den Ambush gelegt wird, also in den Hinterhalt. Das heißt, die haben sofort den Order Dice drauf, Hinterhalt, Ambush, und bedeutet, sie können sofort dann agieren, wenn der Gegner aufs Feld kommt, schießt oder sich bewegt, dass diese Einheit sofort reagieren kann. Und das ist im Prinzip die Hinterhalt-Taktik. Ist jetzt für die Japaner so auch wieder gut umgesetzt. Bisher kam sie halt nicht zum Tragen, weil laut Regelwerk das halt das Szenario das vorgeben muss, ne? Ob jetzt eine versteckte Aufstellung stattfindet oder nicht. Von daher jetzt weniger spektakulär, aber wenn so ein Szenario passiert, kann das schon sehr mächtig sein, wenn man sämtliche Einheiten, die man dann hat, versteckt aufstellen darf. Und die sind alle sofort im Ambush, dann kann es in der ersten Runde schon mal richtig knallen und zur Sache gehen. Und der Gegner verzeichnet da schon die ersten Verluste. So, kommen wir jetzt einmal zu ein paar Einheiten, die ich euch näher vorstellen will, die auch interessant sind. Ich will euch jetzt nicht alles vorstellen, weil viele Einheiten sind ja so die gängigsten Einheiten, die halt in jeder Fraktion vorkommen. Die bedarf es jetzt nicht irgendwie nochmal separat jetzt zu erklären. Die sind wie gesagt ähnlich. Ganz interessant finde ich jetzt hier zum Beispiel dieses Panzerabwehr-Selbstmordkommando. Die sind auch relativ günstig, unerfahren bekommt man die schon für 14 Punkten. Und man darf praktisch in einem verstärkten Zug 3 dieser Teams aufstellen. Und die haben allerlei Sonderregeln. Zum Beispiel dürfen die aufgestellt werden in der Phase, wo praktisch der Beobachter und auch der Scharfschütze aufgestellt wird. Also man kann die im Prinzip dann schon entsprechend verstecken und dann hier auf den Feind lauern. Der Ablauf ist so, wie man sich es im Prinzip schon fast vorstellt, wird über die Sonderregel Kamikaze abgewickelt, ne? Also einen typischen Kamikaze-Angriff, wie man sich das dann vorstellt. Das Team stürmt praktisch los. Hier nehmen wir jetzt mal diesen japanischen Panzer, obwohl das wahrscheinlich nicht passieren wird, sondern hier wird ein Sherman oder ein ähnlicher Panzer stehen. Und die greifen dann auf den direkten Weg den Panzer an, wenn die Möglichkeit besteht, natürlich Seite oder hinten. Und sobald die den Panzer erreicht haben,
werden die vom Feld genommen, sind im Prinzip ausgelöscht. Das Sprengmittel, die Granate oder was sie auch mitgeführt haben, explodiert. Somit sind natürlich die Soldaten auch Geschichte. Und es wird sofort ein Treffer mit der Durchschlagskraft von +8 abgewickelt. Und das ist wirklich sehr mächtig. Und macht es jetzt den Gegner, der dann Fahrzeuge mitführt, natürlich schwierig. Besonders wenn man jetzt 3 von diesen Teams oder auch nur 2 irgendwo versteckt, dann das zu umgehen. Ne? Also kann ganz schnell passieren, dass einer dann hier aus dem Gebüsch dann da rausspringt und jetzt hier auf den Panzer zuläuft und sich dann mit dem Panzer verabschiedet. Also wirklich eine mächtige Einheit, wie ich finde. Ich selber habe sie noch nicht eingesetzt, aber finde ich auf jeden Fall spannend, möchte ich ausprobieren und wird sich dann zeigen, wie sich das halt gemacht hat. Ansonsten haben die Japaner halt nicht dieses typische, wie es andere Fraktionen haben. Die haben zwar auch eine Panzerbüchse, also auch eine etwas kleinkalibrigere Panzerabwehrwaffe, aber die haben jetzt keine typische Panzerfaust oder Bazooka, wie es jetzt bei anderen Fraktionen ist, die eine höhere Durchschlagskraft haben, sondern die gehen praktisch aufs Ganze, indem sie halt mit ihren Haftminen da losziehen und sich selber dann mit dem Fahrzeug verabschieden. So, die Einheit heute hatte ich euch kurz schon gezeigt in dem Hinweis mit dem Camp-Battalion, mit dem Politoffizier. Das sind jetzt so eine typische Milizeinheit, also günstige Einheiten, die man dann kaufen kann beziehungsweise aufstellen kann. Und hier da gibt's glaube ich auch nur sehr wenig Einheiten überhaupt im Bolt Action, die jetzt keine Schusswaffe haben. Also die haben wirklich einfach nur diese Bambussperre und sind wirklich nur auf Nahkampf ausgelegt, können auch nur das und müssen halt auch so gespielt werden. Aber halt in Kombination, wie gesagt, mit dem Politoffizier finde ich dieses System ganz praktisch, mal was anderes macht die Einheit auf jeden Fall interessant. Und vor allen Dingen auf dem Feld unterscheidet die sich natürlich optisch auch sehr, sehr schön. Finde ich eine gelungene Einheit und spiegelt halt diesen Japaner-Style halt dann auch so wider, ne? Also wirklich gut gelöst. So, hier halt nochmal die typischen Infanterietrupps der Japaner. Ist im Prinzip, wie gesagt, ähnlich wie bei anderen Fraktionen. Das halt eine ganz normale Infanterieeinheit. Aber was hier ganz interessant ist, eigentlich die meisten der Infanterietruppen sind bis zu 18 Mann, glaube aufzupumpen, also 18 Leute. Und meiner Meinung nach geht das, glaube ich, nur bei bei der russischen Fraktion, dass die noch so viele mitnehmen können. Also das heißt, die können im Prinzip riesige Infanterieblöcke hier bewegen. Und wenn man sich dann die US Marines, die Deutschen oder die Briten anschaut, dann ist das schon immer dann eine kleine Macht, die einem gegenübersteht. Und wie gesagt, halt mit der Kombination Fanatic und Banzai in den Nahkampf ist das wirklich mega, mega brutal. Und das ist eigentlich so der Kern der japanischen Armee. Weil Unterschied, also das sind im Prinzip, sage ich jetzt mal, die Vorteile so oder die Fähigkeiten, die Japaner haben. Nachteil ist vielleicht, wie ihr hier sehen könnt, dass die jetzt nicht die besten Panzer am Start haben, ist natürlich auch dem geschuldet, dass damals geschichtlich gesehen es jetzt auch nicht so die Mega-Möglichkeit gab, da jetzt irgendwie große Panzer jetzt in dem Dschungel auf Inseln oder etc. in dem entsprechenden Gelände da einzusetzen. Deshalb haben die sich eigentlich meist auf leichte Panzer, die auch nicht viel Durchschlagskraft hatten, spezialisiert. Deshalb kann man das eigentlich fast vernachlässigen. Diese Panzer sind zum Beispiel ganz interessant, weil praktisch hier noch ein rückläufiges MG montiert ist und in der Front hat man halt die Kanone und da auch nochmal ein MG und man kann im Prinzip dann in der Beschussphase mehrere Gegner aufs Korn nehmen, wenn man jetzt halt günstig steht. Angenommen, man steht jetzt hier
Das ist natürlich jetzt von den Distanzen alles ein bisschen gering jetzt hier in dem Beispiel, aber man könnte jetzt hier, wenn man dann vernünftig steht, hier mit den rückwärtigen Turm MG praktisch diese Einheit aufs Korn nehmen und mit dem Front MG oder der Kanone dann praktisch die Einheit, die dann hier in dem Umkreis steht. Das ist schon sehr praktisch, aber wie gesagt, die sind ziemlich leicht, die meisten Panzer, und ja, spielen bei den Japanern halt nicht so eine Rolle. Aber ich finde das, wie gesagt, vom geschichtlichen Aspekt her ganz gut umgesetzt. Also gefällt mir sehr gut. So Leute, das war im Prinzip eigentlich so ein bisschen die Vorstellung meiner Japaner und so die Erfahrungen, die ich bisher machen konnte, oder ja, wie ich das zum größten Teil interpretiere, die Spielweise der Japaner. Nachteile finde ich, gibt es jetzt noch keine krassen. Das ist sowieso allgemein bei Bolt Action, finde ich, ganz gut gelöst, dass man nicht immer diese Übereinheiten hat, ne? Sondern es bewegt sich halt im historischen Rahmen. Es ist halt nicht zu 100% historisch, das ist allen klar, aber die Rahmenwerte stimmen. Und in etwa sind die Soldaten der eigenen Fraktion genauso gut oder schlecht wie die Soldaten der Gegnerfraktion. Was vielleicht ein bisschen ein Nachteil ist, dass in den Infanterietrupps, gerade jetzt in den Anfangsjahren, dass man jetzt nicht viele spezielle Waffen in den Trupps hat. Wenn vielleicht mal 1, 2 MPs, meistens ist es der NCO. Und im MGs in den ersten, glaube ich, sogar gar nicht. Erst in den späteren Kriegsjahren ist in den Trupps jeweils noch ein MG mit dabei oder könnte man aufstellen. Aber dann beißt sich halt dann so der Sinn der japanischen Truppe, also die Aufstellung, indem man halt viele große Japaner-Trupps aufstellt, ein bisschen mit Auswahl von Sonderwaffen in den Trupps. Das funktioniert dann nicht ganz, ne? Weil wenn man von der Fanatic-Regel profitieren will oder allgemein vom Nahkampf, sollte man, finde ich, eher dazu tendieren, die Trupps größer zu machen, weil der Gegner meistens nicht die Möglichkeit hat, die Trupps so groß zu machen, dass man halt lange mit denen aktiv sein kann. Und in der MP, sage ich mal, reißt es dann halt nicht raus, oder ein MG reißt es nicht raus, weil mit dem MG, was will ich mit dem MG dann, wenn die Einheit doch ständig in den Nahkampf muss, ne? Also solche Sachen, deshalb vielleicht ein MG dann als ein separates MMG dann, aber nicht unbedingt jetzt als Teamwaffe in dem Trupp. Also das würde ich jetzt nicht machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Nachteil sind vielleicht halt die Panzer, wenn man dann doch irgendwo sich in Terrain bewegt, wo man halt viel Sichtlinie hat, wo man natürlich erstmal mit dem Panzer irgendwo wirken kann, oder wenn der Panzer ein wichtiger Bestandteil der Armee werden kann, dann sind die Japaner sicherlich irgendwo im Nachteil. Aber sobald halt viel Gelände mit auf dem Tisch ist und viele Versteckmöglichkeiten, dann finde ich, wird es für den Gegner ein ziemliches Brett, den Japanern halt irgendwie die Stirn zu bieten. Also da kann man schon echt eine Menge machen. Und man muss sich halt auch überhaupt gar keine Gedanken machen. Man kann sie einfach wirklich richtig knallhart offensiv spielen. Man muss zu dem Feind, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ich denke eher, dass der Gegner dann halt ein Problem hat, permanent diesen Nahkämpfen halt auszuweichen oder zu umgehen, um immer wieder eine Distanz zu den Japanern aufzubauen, um sie halt aufs Korn zu nehmen und nicht mit so einer großen Truppe in den Nahkampf reinzurasseln. Also wir hatten es im letzten Spiel häufig auch, dass die US Marines dann halt keine Chance haben, dann im Nahkampf, auch durch diese Fanatic-Regel, wie gesagt, weil ich lange im Nahkampf halt überlebe. Und ja, also das ist ein Problem. Also die Basis ist wirklich die Infanterie bei den Japanern. Die sollte man groß und breit aufstellen, und zusätzliche Waffengattungen wie Panzer und Geschütze sind da eher zu vernachlässigen. Also man sollte wirklich die Infanterieslots halt ausreizen in Kombination mit dem HQ, und dann denke ich, ist das eine runde Sache. Also wie gesagt, ein paar Sondereinheiten wie die Panzerabwehrkommandos, und das gibt natürlich jetzt hier auch in den ganzen Szenarienbüchern, das kann ich euch halt auch immer wieder ans Herz legen,
die auch einfach mal zu spielen. Es ist sinnvoll, klar, wenn man jetzt mal so Einsteiger ist oder mal eine schnelle Runde, dass man einfach so mal hier gegeneinander spielt. Aber der Kern von Bolt Action sind wirklich die Szenariobücher. Die machen wirklich Spaß. Es kommen Haufen neue Einheiten dazu. Die Szenarios sind sehr schön ausgearbeitet, auch vom historischen Background her. Also man lernt auch noch was, das ist auch nie verkehrt. Es ist mega interessant, wer sich auch dafür interessiert. Und dadurch wird es auch nie langweilig bei diesem Spiel. Ne? Also wenn ich das mal direkt vergleiche mit anderen Tabletop-Games, die es halt so gibt, die sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben, ist es wirklich, finde ich, ein Dauerbrenner. Ne? Also wer das historische Setting irgendwo mag, auch keine Lust auf gigantisches Regelwälzen hat und trotzdem taktisch, strategisch einen gewissen Anspruch hat, der kommt hier eigentlich nicht dran vorbei. Also das kann man wirklich nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und besonders halt die Kampagnenbücher. Das soll es jetzt eigentlich erstmal mit dem Gelaber gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch interessiert hat, dass ihr es gut fandet. Wenn Anmerkungen sind, immer reinhauen in die Kommentare oder anschreiben, egal was. Wenn ihr noch mehr Lust auf so einen Content habt, schreibt's rein. Das, wie gesagt, soll halt alles speziell erstmal vorrangig zu unserer Kampagne passen. Wir können das gerne auch nochmal mit den US Marines machen. Ich spreche mit Christian, ob er das gerne auch nochmal vorstellen will, um die Eigenarten seiner Truppe dann nochmal rauszuarbeiten, beziehungsweise was er sich so in seiner ganzen Taktik und Strategie zurechtgelegt hat, wie er sie gerne spielen möchte. Dann können wir das auch nochmal machen. Andere Fraktionen müssen wir mal schauen, wird mit der Zeit sicherlich auch kommen, aber Kern ist erstmal unsere Kampagne. Und alles, was halt so damit zusammenhängt. Jetzt müssen wir mal schauen. Nächste Woche wollten wir dann nochmal eine Zusammenfassung von dem letzten Spiel bringen. Euch nochmal unsere Hausregeln für unsere Kampagne nochmal vorstellen. Das ist so eine Art ein bisschen Mikromanagement, was wir jetzt noch on top gemacht haben, also was den Nachschub jetzt anbelangt. Im Großen und Ganzen geht es ja jetzt bei uns um die Insel Guadalcanal. Und das ist praktisch umkämpft und dann werden wir euch da nochmal ein paar Infos geben. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt, wir spielen eine Runde Bolt Action.